Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, und willkommen zum heutigen Video. Ihr seht, wunderschönes Wetter hier in England. Heute geht es aber langsam wieder Richtung Berlin auf die Heimreise, denn ab morgen ist hier eine große Regenfront und die möchte ich mir doch ersparen. Ich hatte an sich vor, noch nach Cornwall zu fahren, aber jetzt habe ich die nächsten 5 Tage irgendwie gefühlt nur 14 Grad vor mir und auch viel Regen, und das macht natürlich dann nicht so einen Spaß. Und von daher mache ich mich heute wieder auf die Heimreise und nutze diesen wunderschönen Tag, um die Fahrt Richtung Dover anzutreten. Ich fahre wieder viel an der Küste lang und schaue mal, ob ich da noch ein paar tolle Spots finde. Und dann geht es langsam wieder Richtung Deutschland. Ja, Neo macht sich nach wie vor immer noch super. Gestern mal Öl gecheckt, Reifendruck gecheckt. Alles wie gehabt, keinerlei Probleme. Von daher also als Reiseroller wirklich ein tolles Fahrzeug. Sehr bequem für meine Größe. Also top zufrieden. So, jetzt gucke ich mal, 188 Meilen noch Reichweite. So, hier haben wir noch mal eine schöne Ecke. Hier ragt das Meer wirklich bis ins Land rein. Greenlands genannt hier.
So, kurze Pause, ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und weiter geht's. Heute sind extrem viele hier mit Fahrrad unterwegs. Macht ja Sinn bei dem schönen Wetter. Wo bin ich denn jetzt? Ferry only. Okay, nimm mal eine Ferry. Hello. Payment when they ask. Thank you very much. Bye bye. Okay, also hier geht es mal mit der Fähre jetzt rüber. Habe ich gar nicht gesehen. Aber warum nicht? Ich glaube, da sparen wir ein bisschen Zeit ein. Und es gibt mal wieder ein bisschen was zu sehen. Ist doch cool. Und hier bin ich noch nicht gefahren mit der Fähre. Shell Bay. Okay. Ja, das ist ja witzig. Hatte ich wohl scheinbar irgendwie Sandbanks Shell Bay. Das ist jetzt die Fähre, die geht hier rüber. Müsste dann irgendwie... Ah ja, Sandbanks, da sind wir. Das soll wohl so ein bisschen auch die Gegend sein, wo so ein bisschen die wohlhabenden Leute sind. Ach, sehr schön. Also wir fahren jetzt hier unten lang und dann wieder hoch. Poole, Bournemouth, Southampton. Ja, das ist doch cool. Dadurch spart man, wenn man jetzt mal guckt, dadurch, dass wir jetzt hier die Fähre nehmen, sonst hätte ich ganz außen rum gemusst. Ja, finde ich super. Also Richtung Bournemouth, diesmal mit Fähre. Sehr cool. So, wieder zentrieren. Jobs. So, das kann jetzt noch ein Momentchen dauern. So, jetzt geht sie los, die Fährfahrt hier. Ist natürlich nur ein kurzes Stück, aber ist mal ganz witzig. Mal was anderes. Dankeschön, Dankeschön. So, wieder festes Land unter den Füßen. Und weiter geht's. Welcome to Poole. Poole in Dorset. Also der ganze Bereich, in dem wir jetzt hier befinden, auch Swanage, wo ich vorhin war, Poole, Bournemouth, das ist Dorset. Nach Cornwall bin ich leider nicht gekommen, aber ich habe ja die Gegend hier mir schön angeschaut und es ist auch wirklich wunderschön hier. Und beim nächsten Mal, wenn es auf England-Tour geht, dann kommt Cornwall und dann werde ich mir sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und vielleicht auch mal hoch nach Schottland, weil das ist natürlich auch ein Traum, da mal durch die Highlands zu fahren. Hier sind schon die etwas besser situierten. Man sieht, die Häuser werden hier schon ein bisschen größer. Tolle Gegend hier.
Strandpromenade. Yachtclub. Ja, also am Meer ist das schon wunderschön. Und wie man sieht, hier stehen überall kleine Palmen. Ja, wir sind jetzt immer noch in Poole. Sehr schöne Stadt. Schon etwas größere Villen hier auch zum Teil. Also hier muss scheinbar auch ein bisschen Geld sein. Aber eine sehr schöne Küstenstadt. Ja, Kalimoto hat wieder einen Kurs über die kleinsten Landstraßen hier scheinbar gefunden. Okay. Ja, aber das ist doch der Hammer hier, oder? Da macht Fahren doch Spaß. Bisschen eng, also man muss natürlich extrem aufpassen, ob ein Auto kommt. Aber ansonsten, coole Strecke. Okay, ich werde mal kurz den Windabweiser vorne ein bisschen wieder runter machen. Dann ist die Sicht immer besser. Weil jetzt auf Landstraßen brauche ich diesen starken Windabweiserschutz nicht. So, einmal umdrehen. Das ist ganz schön bei dem hier von Givi. Kann man wirklich schnell mal so zwischendurch machen. Runter und anziehen und fertig. Zack. Zack. Hält. Ja, und dann kann man ein bisschen besser drüber weggucken. Auf den Schnellstraßen und Landstraßen. Da ist es ganz schön, wenn er oben ist bei meiner Größe, weil dann geht der Wind komplett über den Helm rüber. Aber jetzt hat man ein bisschen freiere Sicht. Und das ist halt wirklich praktisch, man muss ja keine Schrauben lösen, dann durch diesen Spannhebel kurz anziehen und dann ist das Ding wieder in einer anderen Position. Genauso auch in der Neigung verstellbar. Ganz praktisch. Kann ich euch gerne mal den Link dazu unten in die Videobeschreibung reinmachen. Denn das ist ja universell für alle Windschilder zum Aufsetzen gemacht. Ja, traumhaft hier. Hier geht es jetzt richtig durch den Wald. Hallo. Oh, Pferdchen. Hallo. Und hier überall diese kleinen Cottages. Ganz idyllische Gegend.
Wenn ich jetzt natürlich so weiterfahren würde hier auf solchen Wegen, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich 5, 6 Stunden erst am Ziel. In Volksland. Aber ich mache das jetzt mal ein Weilchen, weil das ist wirklich angenehm, das entschleunigt. Ich werde mir gleich mal ein bisschen entspannte Musik anmachen, hier so dahin gleiten. Und das ist wirklich weitaus weniger stressig als über den Motorway brutzeln. Schutt auf der Straße. Ups, da kommt einer. Wie schnell sich denn die Strecke verändert. Jetzt plötzlich auf den Feldern. Ja, eben noch durch den Wald. Jetzt über die Felder, das ist wirklich abwechslungsreich und das macht extrem Spaß.
Ja, hier rechts wieder das Meer zu sehen. Ganz rechts die Stadt Portsmouth. Jetzt ist gerade eine Hecke, gucken wir uns aber bestimmt gleich nochmal an. Und hier ist mal wieder eine alte Festung. Fort Whiteley. Also wer auf sowas steht, historische Gebäude, ob Forts, Burgen, Schlösser, Kirchen, der muss nach England. Da gibt es so viel davon. So, und hier haben wir noch mal einen Ausblick rechts. Kann ich vielleicht mal kurz ranfahren, dass wir das uns mal anschauen. Portsdown Hill. Ja, das ist doch wirklich ein cooler Ausblick hier. So, tanken ist mal wieder angesagt. Zop. Wir nehmen das gute E5 Supreme Plus. So, 160 Kilometer haben wir noch vor uns. Da sollte man sicherheitshalber jetzt vielleicht schon mal tanken, dann brauche ich nachher nicht mehr. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt unterwegs noch in Richtung Eastbourne. Geht jetzt hier so ein bisschen über Schnellstraßen. Wunderschöne hügelige Landschaft wieder hier. Rechts geht es nach Newhaven und Seaford, aber ich fahre jetzt weiter Richtung Eastbourne. So, ich habe mir jetzt erstmal rasch meine Regenhose angezogen, weil es jetzt doch ein bisschen genieselt hat. Dazu noch die dicken Regenhandschuhe. Es wird jetzt auch ein bisschen frischer, also zum Abend hin. Jetzt ist es nicht 7:30, es ist jetzt 6:30. So um die Uhrzeit wird es jetzt doch ein bisschen frischer. Also sind jetzt die etwas dickeren Handschuhe angesagt. Die sind, wie gesagt, auch regenabweisend. Dann wird es ein bisschen bequemer jetzt. So, ich habe jetzt noch eine Stunde zu fahren. Noch ist das 37 Meilen. Geht nach wie vor über die Landstraßen. Und das Wetter ist jetzt sehr wechselhaft. Mal Sonne, mal Regen, aber es ist deutlich abgekühlt. Also nur noch 15 Grad, das ist schon wieder ein bisschen frisch. Also Regenhose, und es regnet jetzt auch schon wieder ein bisschen. Hätte ich vielleicht die Regenjacke auch gleich noch machen sollen, aber das ist ja noch nicht so schlimm, kann ich immer noch machen. Auch wieder ein sehr interessantes Städtchen hier. Hier scheint so ein bisschen Künstlerszene zu sein. Hier sind ganz viele Bars. Queen's Head. Das ist Rye hier. Das Städtchen. So, ich bin jetzt in Sandgate. Wieder am Meer.
Regen hat wieder aufgehört, sehr schön. Und jetzt sind es noch knapp 10 Minuten bis nach Folkestone. Und dann muss ich gleich mal gucken, wo mein Hotel dann ist. Dann geht es heute früh ins Bett, weil morgen früh geht es dann früh los. Die Fahrt heute war ganz gut, hat jetzt trotzdem ganz schön lange wieder gedauert. Aber ich habe halt auch wieder viel Pausen gemacht. Bin wirklich, ja zum Teil habt ihr ja gesehen, über richtige Mini-Landstraßen gefahren. Und das war auch wirklich schön, das war spannend. Da hat sich ständig die Landschaft verändert. Schöne Kurven und kaum Verkehr. Das ist natürlich dann super. So, da wären wir in Folkestone. Und hier geht es zum Channel-Tunnel, da muss ich morgen hin. Da muss ich auch recht früh raus. Also der Channel-Tunnel startet jetzt nicht von... Oh, schöne Kirche. Riesending hier. Ja, der Eurotunnel, der startet nicht von Dover, sondern hier von Folkestone. Deshalb habe ich mir auch hier ein Hotel gesucht, damit ich nicht so weit fahren muss dann in aller Frühe. Weil morgen habe ich ja auch noch ein bisschen was vor mir. Ich weiß noch nicht, wie lange ich fahre. Ich komme in Calais an. Ja, und dann mal schauen. Ui, Grand Burston. Na super. Das sieht ja schon mal klasse aus. Also schöne Lage, aber aussehen tut es ja ein bisschen kritisch. Naja, lassen wir uns mal überraschen. War auch günstig. Alles gut. Kein Problem. Geht für eine Nacht. Ich muss morgen früh raus. Und da passt es dann schon. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit Tag 1 der Abreise von England wieder zurück nach Berlin. War ganz okay die Fahrt. Hat Spaß gemacht, war schönes Wetter, alles gut, aber die Länge war natürlich wieder ein bisschen anstrengend, aber ich habe schöne Strecken gehabt. Gerade die Kalimoto vorgeschlagenen kurvenreichen Strecken, die waren super. Das Hotel hier ist Medium bis Untermedium, also ich habe glaube ich über 35 Minuten gewartet an der Rezeption, bis ich rankam. Da war so eine Megaschlange, das ist ein Riesenhotel hier in Folkestone, also nicht so sehr zu empfehlen. Aber morgen früh muss ich raus, um 6 geht es dann los, Richtung Eurotunnelzug. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich nehme euch dann morgen wieder mit. Und ja, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren, wäre natürlich super. Wir sehen uns beim nächsten Video und morgen geht's weiter. Bis dann, macht's gut, ciao.